Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute ist hier eine Runde Shakes and Fidget. Ja, und ich habe erfreuliche Neuigkeiten zu berichten, denn es ist soweit. Wir haben den nächsten Dungeon-Gegner besiegt, ja, und das ist nicht nur nicht nur irgendein Dungeon-Gegner, sondern ein ganz besonderer, denn ich habe extra nicht weitergemacht im YouTuber-Dungeon, weil den wollte ich mit euch nochmal dann live probieren und dann hatte ich mir gedacht, jo, dann greifst du mal in der Zwischenzeit irgendwelche anderen Gegner an, ja, und dann bin ich zu dem Entschluss gekommen, dass ich doch hier im Olymp reinschauen könnte, weil dort waren die Gegner ja eh noch nicht so machbar, sag ich mal. Habe ich mich ein bisschen getäuscht, würde ich mal behaupten, denn dort haben wir die Medusa belegt, ja. Wir sind jetzt hier bei der Athene, ja, und die werden wir auch nochmal gleich probieren. Da bin ich gespannt, wie der Gegner jetzt danach aussehen wird. Und das werden wir gleich machen. Vorher gucken wir aber mal uns die Versuche an. Und zwar hatte ich hier ein paar Mal jetzt schon die Medusa angegriffen gehabt. Und ich sag mal so, das waren sehr spannende Kämpfe. Deswegen wollte ich euch die auch jetzt nicht vorenthalten und mit euch teilen hier. Denn die waren wirklich, also ich muss sagen, das sind Kämpfe gewesen. Ich habe selten solche knappen Fights miterlebt, ja. Und ich hatte schon ein paar Mal jetzt Free Tries hier auf die Medusa gemacht. Wie gesagt, weil den YouTuber-Dungeon wollte ich mit euch nochmal versuchen, live nochmal ein bisschen reinzupilzen. Auch nicht zu doll, so wie beim letzten Mal, so ungefähr. Wenn er liegt, dann liegt er, wenn nicht, dann nicht. Wir werden es auf jeden Fall uns überraschen lassen, wenn der Zeitpunkt dann soweit gekommen ist, ne? Und ja, jetzt sind wir aber erstmal hier bei der Medusa. Der Gegner, ihr seht schon bereits, hat 5,2 Milliarden Leben. Und hier habe ich gedacht, ich bin down und überlebe noch mit nicht mal einer Million Leben, hau noch mal einen Hit raus. Und dann war das so ein Low-Treffer wieder gewesen. Ja? Also als erst habe ich gedacht, ich sterbe. So, da habe ich gedacht, ist vorbei. So. Dann überlebe ich mit unter einer Million Leben und habe gedacht, yo, jetzt ist die Medusa dran, jetzt kriege ich sie. Und dann haue ich wieder so einen Low-Treffer raus und habe mir gedacht, nein, das kann nicht wahr sein. Ja? Und der Kampf hier, der war ähnlich spannend gewesen und den wollte ich euch jetzt auch nochmal zeigen, bevor wir dann hier zum Siegtreffer quasi, zum Siegeskampf kommen. Erstmal der Markvout haut hier wieder guten Schaden raus. Ich muss sagen, die Magier haben hier sehr, sehr gut ausgeteilt. Die Kunigunde kann hier leider nicht so gut austeilen. Ich meine, sie kann schon Schaden raushauen, klar. Wenn sie Kritten tut, dann ist das nice, so, dann macht es auch gut Schaden. Allerdings kann sie halt gegen den Gegner nicht ausweichen, weil das halt ein Intelligenzgegner ist, ne? Das ist halt ein Magier, so, ne? Und man merkt es aber gar nicht, dass das ein Magier ist, weil die Medusa so unglaublich viel Leben hat, geht man da gar nicht von aus. Und hier wieder so ein Treffer gewesen. Da habe ich wieder mit einer Million Leben oder so überlebt gehabt und habe gedacht, jo, Medusa, jetzt bist du dran. Und dann, ja, war es das gleiche in grün, ja. Dann kommen wir jetzt aber halt mal zum letzten Try, zum Versuch, der mich hier zum Sieg über die Medusa geführt hat. Und der war ähnlich, ihr könnt es euch vorstellen, der war ähnlich gewesen wie die Versuche davor, weil, ja, ist ja klar, ne, die sind alle so nah beieinander. Nur hat hier, glaube ich, die Kunigunde ein bisschen mehr gekrittet als davor. Und das hat dann nachher halt den Unterschied gemacht, dass ich hier, ja, mit ein bisschen mehr Leben noch überleben durfte. So, ne? Wir gucken uns das nochmal an, was die Kunigunde hier fabriziert hat, bevor wir dann hier gleich an der Reihe sind. Und ich muss sagen, gegen die Olymp-Gegner, ich habe es glaube ich schon mal irgendwann erwähnt gehabt, es macht richtig Spaß gegen die zu spielen, weil die halt so viel Leben haben. So, es fand ich so nice, aber dadurch hauen die halt nicht so viel Schaden raus. Und dann hat man mehr vom Kampf quasi. So, da hatten wir den jetzt besiegt gehabt, hätte vielleicht mit viel Glück sogar noch einen Treffer überlebt. So ganz knapp, wie davor vielleicht auch. Und ja, bekommen hier diesen Helm, haben Medusa besiegt. Und ich muss sagen, wie gesagt, das macht schon Fun, weil man kann halt sehr viele Crits von den Magiern sehen und so von Markvout, von mir. Und die stacken sich dann halt so lange auf, weil die nicht so viel Schaden macht, die Medusa. Und ja, das ist ganz nice. Das Item hier, das war absolut crap gewesen. Das habe ich auch gleich zerlegt. Das hat mir jetzt großartig nicht irgendwie groß weitergeholfen, ne? Alle Attribute nicht unbedingt förderlich so, ne? Und ja,
So, nice. Gewinnen wir gegen den. Jetzt werden wir mal gucken. Ich bin mal gespannt, was die Athene jetzt hier uns zu bieten hat. Es ist ein Gegner, der sage und schreibe jetzt 6 Milliarden Leben hat. Ja? Und auch wieder ein Intelligenzgegner ist. Also die Kunigunde kann hier wieder nicht allzu viel machen. Und wir hauen nicht so viel Schaden raus, weil erstmal die Athene noch mehr Leben hat als der Gegner davor und noch mehr Intelligenz hat als der Gegner davor. Ich glaube, die Medusa hatte irgendwie 90.000 Intelligenz. Und das ist nochmal um einiges mehr. Das heißt, sie hat mehr Verteidigung, weil sie mehr Leben hat, und sie hat mehr Verteidigung, weil sie mehr Intelligenz hat, was ja gegen Intelligenz ja, ne, Intelligenz gegen Intelligenz ist ja dann eher so verteidigendes Element, und ja, das ist natürlich in Kombination, und sie macht natürlich mehr Schaden, so, ne, das ist auch klar. Trotzdem kommen wir hier über die Hälfte, ne, was nicht schlecht ist, aber komm, wir machen mal noch einen Versuch, aber es ist, ich glaube, das ist jetzt ein ganz schöner Brocken. Das könnte auf jeden Fall ziemlich lange dauern. Das ist auf jeden Fall ein Brocken wie ein deutsches Mittelgebirge, würde ich mal behaupten. Ne? Und ja, ich glaube, da versuchen wir dann doch eher den YouTuber-Dungeon jetzt erneut. Das macht, glaube ich, am meisten Sinn. So, die werde ich aber, wie gesagt, nicht in den Free Tries machen, weil da gucken wir als nächstes nochmal rein beim neuen Gegner. Und das werden wir bei jedem YouTuber-Dungeon-Gegner jetzt so machen, dass wir uns den aufheben und dann in der Extra-Folge dann nochmal versuchen, den dann zu eliminieren. Oha, mal ganz knapp hier überlebt, aber ja, bringt uns ja nichts. Ja, genau, also ich glaube, jetzt haben wir viele Bremsen hier am Start. Wir sind jetzt hier überall vor dem letzten. Also Hermoridor 20 von 20, altehrwürdige Zauberschule 20 von 20, nordische Götter 10 von 10. Jo, ich glaube, wir kommen jetzt langsam, ich glaube, wir sind so langsam im Late Game angekommen, würde ich mal behaupten, ne? Wo jetzt nicht mehr viel geht. Der Dungeon wird uns, glaube ich, noch lange Zeit begleiten. Also hier sind, glaube ich, auch die stärksten Spieler überhaupt noch ein bisschen am Rumknusern, so. Dauerschleife der Idole, wie gesagt, den werden wir in der Extra-Folge nochmal probieren. Der Dungeon sollte, denke ich mal, als nächstes durch sein. Und danach kommen hier die ganzen Endbosse hier. Und wie gesagt, der wird darüber hinaus noch ein bisschen länger dauern. So, ne? Aber ja, wäre schade, wenn wir auf einmal alles durch hätten. Ne? Aber es ist komisch zu sehen, dass ich jetzt nur noch so wenig Dungeons offen habe. Ich meine, die werden auch noch alle ein Stück weit dauern, so, ne? Also das wird auch noch ein bisschen sich hinziehen, denke ich mal. Aber wenn der Dungeon hier geschlossen ist, ich glaube, den kriegen wir relativ schnell durch. Und hier überall die 3 Endbosse, dann habe ich noch einen Dungeon offen. Das ist irgendwie komisch, muss ich sagen. Also das gefällt mir irgendwie nicht so. Dann habe ich gar nichts mehr zum Zeigen, großartig. So, Gegenstände beim Schmied zerlegen, habe ich jetzt, glaube ich, nichts hier irgendwie weiter, oder? Ach doch, ich könnte doch was zerlegen. Wir haben ja noch so viele epische Gegenstände hier noch, die wir noch vom Dungeon haben. Da können wir auf jeden Fall hier so ein, warte mal, den zerlegen. Ja, wir zerlegen das mal. Brauche ich nicht durch die Toilette spülen hier. Ich überlege nur, ob ich nicht irgendwas meinen Begleitern geben sollte. Oder ob die überhaupt was benötigen. Was habe ich jetzt gemacht? Nein! Ich habe die verkauft einfach. Ich wollte die nicht verkaufen. Oh, nee, ne? Ich wollte die ins Inventar ziehen. Ich habe das doch hier hingezogen. Warum hat er die denn verkauft? Oh, nein. Wisst ihr, was ich mache? Ich wollte die ins Inventar ziehen, um zu gucken, was die hier für Stats haben, ob jemand noch Schuhe braucht. Und ja, der Bertram hätte noch Schuhe gebraucht. Du nicht? Du auch nicht, aber der Bertram hätte gerne noch Schuhe gehabt, die ich jetzt einfach so verkauft habe. Ich wollte das nur hier hinziehen, weil man hier eine bessere Übersicht hat als halt hier. So, ne? Alter, das ist ja schon wieder richtig lost, ey. Einfach so durch die Lappen gegangen, ey. Ja, das bräuchte ich vielleicht auch mal ein neues. Ja, da könnte man wieder was machen. Allerdings ist es auch 8-mal verbessert. In die Toilette, Mana-Trank voll. Ja, guten Morgen. Da habe ich wohl doch ein paar epische Gegenstände zerlegt hier. Handschuhe. Kann die jemand gebrauchen hier? 911. Oh,
Die Kunigunde kann gut Handschuhe gebrauchen hier. Dann hoffen wir mal, dass hier auch Kriegerhandschuhe. Das ist natürlich ein bisschen doof, ne? Für plus 10, das machen wir nicht hier. Also das machen wir nicht mit hier. Ja, dann gucke ich mal. Also ich werde noch nicht, jetzt habe ich glaube ich die Quest, ne? Ja, die habe ich jetzt fertig. Ich muss mal gucken. Auf der einen Seite will ich diese Items ungern zerlegen, weil das natürlich in den meisten Fällen Minuskristalle bringt. Allerdings würde ich auch ganz gerne neue Items haben wollen für meine Begleiter, weil die halt auch sich über neue Items so langsam wieder freuen, weil die ziemlich outdated sind momentan. Wenn wir uns so betrachten, na gut, das sind Letchis, wir nehmen mal normale Items hier. Da bin ich bei 900, so in etwa. Kunigunde ist halt wichtig. Hier. 50 Stats, ja, nochmal 50, also Ring und Handschuhe. Bei der Kunigunde wären mal dran. Ne? Ansonsten der Beardra, die normalen, ja, Schuhe. Schuhe hätte ich jetzt gebraucht, ne? Und der Ring auf jeden Fall. Also die freuen sich auch über ein paar neue Items. Mein Marquardt müsste ja eigentlich mehr oder weniger, gut, vielleicht eine neue Kopfbedeckung. Ja, auf jeden Fall hier und da sind mal wieder neue Sachen dran für die Begleiter. Aber auf der anderen Seite, gut, ja, weiß ich nicht, wofür so, ne? Ich meine, bin hier bald durch. Und den Rest, ja, weiß ich nicht. Man braucht zwar starke Begleiter auch für die Dungeons so, ne? Aber ich glaube, das kann echt noch warten. So. Also da mache ich mir jetzt keine Platte. Also werde ich, glaube ich, dann doch die Items normal zerlegen, bevor ich die für meine Begleiter ausrüste, glaube ich. Ja, ich glaube ja. Ich glaube ja. Ist das so? Nee. So ist eine bessere Sperre für mich. Ich muss mir das immer so abgrenzen hier, damit ich sehe, jo, das sind Items, die brauche ich nicht. Ja, genau, so sieht es momentan aus. Und ja, das soll es dann auch soweit gewesen sein von der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls der Fall sein sollte, lasst gerne eine Bewertung und Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.